Da mich Satellitenkommunikation und Radioastronomie interessiert, möchte ich seit Ewigkeiten eine Tracking-Station aufbauen. Ich habe vor vielen Jahren von einem befreundeten OM eine Anlage geschenkt bekommen und arbeite ebenso seit vielen Jahren daran, die aufzubauen. Hier möchte ich ganz kurz durch die Komponenten durchgehen. Also das ist die Satellitenschüssel, die in der Garage rumliegt und darauf wartet, installiert zu werden. Die ist weit über 1 Meter groß, sieht hier auf dem Bild relativ klein aus, aber die ist doch relativ groß. Das ist die Halterung. Oben, was ich eben gezeigt habe, kommt der Rotor drauf und auf dem Rotor halt die Satellitenschüssel. Ja, das ist der Mesh Core Router beziehungsweise der Repeater, den ich im anderen Video durchgegangen bin. Der wartet noch auf Installation. Aber er läuft dort übrigens. Zurück zu der Satellitenanlage, also da oben drauf, da kommt genau dieser Rotor. Der stammt von einem Fernsehsender. Das ist quasi der Ersatz, aber er war nie im Gebrauch. Sieht aus wie neu. Ich habe ihn auf der einen Seite aufgemacht, zwecks Messung. Ja, die Satellitenschüssel ist nicht passend dafür. Ich muss mir einen Adapter zusammenbauen, aber auch das kriege ich irgendwie hin. Ja, die Steuerung übernehme ich mit den EPS 103. Ich schraube das gleich auch nochmal auf, denn diese Version, die ich hier habe, die kann man nicht an den Computer anschließen. Das Board da drinne scheint eine recht frühe Version zu sein. Das seht ihr auch gleich, wenn ich den Deckel abhabe. Falls ihr euch wegen dem Ton wundert, ich nehme das nachträglich auf. Ich habe wieder beim Ton irgendetwas falsch gemacht. Ich habe die ganze Zeit den Inhalt meiner Tasche aufgenommen und nicht das Mikrofon. So, der Deckel ist ein bisschen unangenehm aufzumachen. So, dann schauen wir da mal rein. Ich habe zu diesem Board keinen Schaltplan gefunden. Ich habe einen Schaltplan zu einem neueren Board gefunden. Und da sieht man jetzt das, was ich hinzugefügt habe. Das ist der S232-Controller. Den Originalchip konnte ich nicht finden, beziehungsweise der war viel zu teuer. Deswegen habe ich die Alternative, den Max, gekauft. Die Verdrahtung habe ich anhand des Datenblatts von dem IC genommen und ihm verglichen mit den Schaltplan der neueren Version. Und es stellte sich halt heraus, dass es doch relativ ähnlich ist und man das verwenden kann. Aber man sieht schon, das Ganze hat keinen Schutzlack. Das ist wirklich eine sehr frühe Version. So, wofür mache ich das Ganze? Ich habe eben einen Treiber dafür geschrieben, dass ich den EPS 103 Controller mit gpredict verwenden kann. Man muss nur den Serienport, beziehungsweise da ich das Ganze dann über USB angeschlossen habe, den USB-Port anschließen. Auch mein Danke an Gabe Emerson. Von dem habe ich das also das originale Skript. Ich habe das natürlich angepasst an den EPS 103 und meinen Bedürfnissen. Dennoch ist es mir wichtig, dass auch der Originalautor oben mit drin steht. Nun starten wir das Ganze. Dann müssen wir gpredict öffnen, dort konfigurieren. Es gibt hierbei zwei, also soweit ich weiß, gibt es zwei, vielleicht mehr, aber ich meine, es gibt nur zwei Arten von Rotoren. Einer, der 360 Grad kann und einer, der eben nur zwischen 90 und 180 Grad kann. Das ist der, den ich habe. Ich bin mir da tatsächlich nicht 100% sicher, aber anhand von Experimenten mit der Stoppposition gehe ich genau von dieser Version aus. So, also man sieht jetzt, wenn ich auf die Antennensteuerung gehe, muss ich natürlich Nachführen anklicken und starten und dann erkennt man, dass
gepredigt über mein Rotorprogramm die angeforderte Position an den EPS 103 sendet. Er bekommt auch die Antwort, in welcher Position der Rotor steht, laut Speicher vom EPS 103. Das ist eben 90,1 Grad. Ja, mehr wird da im Grunde nicht passieren, weil wie gesagt, der Rotor ist nicht angeschlossen. Aber ich wollte eben aufzeigen, ich habe da etwas gemacht. Ihr könnt es auch verwenden. Ich werde das verlinken in der Videobeschreibung. Wenn einer schon so eine Anlage hat, Rückmeldung zu meinem Programm würde mich freuen, um zu wissen, dass es auch reell funktioniert. Aber das ist alles nur eine fliegende Installation. Da ist noch keine Satzschüssel dran. Und das wäre mal interessant zu wissen, ob das bei anderen auch komplett funktioniert, auch mit richtigem Tracking. Bleibt das stabil oder muss ich vielleicht von der Gradzahl etwas korrigieren, dass er noch genauer wird? Ja, wenn irgendeiner dazu in der Lage ist, würde ich mich wirklich über die Rückmeldung freuen. Ansonsten werdet ihr hier auf diesem Kanal auch erfahren, wann ich die Satzschüssel aufgebaut habe. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich muss erst einen 30 Meter Graben buddeln, wo die Kabellage reinkommt. Ich muss 'n Kubikmeter Erde nochmal shiften, wo ich den Betonsockel gieße, um eben die Satellitenschüssel auch stabil zu installieren. Zumal ich immer noch gar nicht weiß, wo ich das überhaupt im Garten hin. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Nächste Woche dann ein Laserdisc-Status-Update. Tschüss.